Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, liebe Formel 1 Freunde, liebe Fans. Willkommen bei der neuen Ausgabe von F1 Clash. Und heute quatschen wir mal ein bisschen über Setup, über Fahrer, über Boxenstops, also über Strategien und alles, was noch dazu kommt. Und zwar springen wir direkt mal rein. Wir springen mal direkt in unser Team, also Fahrerteam, und dann das Setup machen wir da zusammen. Und zwar, worauf ihr achten solltet. Ja, bei den Fahrern auf jeden Fall solltet ihr darauf achten, dass ihr Fahrer nimmt mit dem längsten Reifenmanagement, Spritmanagement. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was wir im Moment brauchen, weil wir sind ja auf dem Weg auf Serie 12 und wenn wir dann irgendwann mal da oben sind und dann auch, wie ihr seht hier, die Fahrer auf einer gewissen Stufe haben, dann können wir uns auch eventuell erlauben, auch Fahrer dann einzusetzen mit einem höheren Überholvorgang oder dann auch als ein besserer Verteidiger und auch Konstanz natürlich. Wir wählen aus, hier unten, meine Fahrer sind ja im Moment Max Verstappen, Serie 12 episch, und Fernando Alonso, Serie 11 episch. Da bin ich selber noch ein bisschen dran. Verstappen ist auf jeden Fall ein Fahrer, den wir bis zum Ende halten können. Allerdings, wie ihr auch schon unten rechts seht, Hamilton und Verstappen sind eigentlich so die Besten. Ich allerdings bin kein Hamilton-Fan. Also bevorzuge ich da schon einen Ferrari-Piloten, sowas wie Charles Leclerc oder sogar Carlos Sainz. Aber ich bin ehrlich, Serie 12, Charles Leclerc würde auf jeden Fall mein nächster Fahrer sein. Dann springen wir ins Setup. Ja, somit eigentlich auch das Wichtigste, um einfach mal zu gucken, worauf wir achten sollten. Ja, ich weiß, dass viele Leute immer schön die Leistung oben haben und dann Aero und Grip und die Zuverlässigkeit nicht so hoch haben wie dann die Leistung. Ich bin da eigentlich eher ein anderer Setup-Fahrer. Ich arbeite immer so, dass wir Grip und Aero mehr haben wie Power. Ja, damit wir dann halt auch Vollgas geben können und in den Kurven natürlich auch den gewissen Grip haben und auch die Aerodynamik. Ja. So, und wir fangen jetzt mal an. So, hier Bremsen. Dann nehmt ihr immer die mit den meisten Punkten. Ja, also hier sieht man 13 plus 7 sind 20, plus 8 sind 28, plus 6 sind 34. So, dann haben wir hier einen Teil, der kommt 25, 29, 35. Das wäre dann so gesehen schon besser wie The Clock. Dann kommt Temper mit 9 und 18, 26, 34, eigentlich auch okay. Dann kommt Apex natürlich, da überschreiten wir direkt alles und das müssen wir auch reinmachen. Also Apex ist definitiv im Moment sind auch unsere Bremsen. Wenn einer Serie 10 Claw hat, würde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne haben, würde ich dann sofort ersetzen. Oder natürlich Serie 12 True Grit ist ein Endteil. Das muss auf jeden Fall verbaut werden. Dann springen wir mal zum Getriebe. Da haben wir auch das Steamroller 12, 19, 25. Pit Time auch geht rapide runter. Dann hier ist auch gar nicht so verkehrt Orbit. Warum denn nicht? Dann hier The Method ist auch gut. Ja, The Whirlpool, das ist im Moment ein Teil, womit ich fahre. Also tun wir das auch mal schön rein. Dann gehen wir auf Heckflügel. Ja, da habe ich alle offen. Glück sei Dank. Und dann tun wir The Vindicator rein. Brauchen wir gar nicht zu gucken. Die anderen Teile kommen nicht mal ansatzweise da dran. Allerdings ist ja klar, wenn ihr so ein Teil nicht habt, dann denke ich mal, Prestige wird von den meisten im Moment verbaut. Ist ein super Teil. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit. Dann gehen wir zum Frontflügel. The Striker, The Shadow, alles Teile, weil ich ja auch Hydra habe hier auf Serie 12. Wenn ihr diese Teile nicht habt, hier The Vindicator, da würde ich auf jeden Fall Prestige oder Scorpion nehmen an eurer Stelle. Und beim Frontflügel würde ich da Wild Boar nehmen, wenn ihr das habt. Oder sogar Spectre. Ne, Spectre war das? Oder das, ja, Spectre war das, genau. Oder Wild Boar. The Menace, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist, aber ist halt einfach nur verdammt teuer.
Nehmen wir beim Fahrwerk, gucken wir auch nach, da habe ich auch schon Glück und habe dann Serie 9 Teil, und zwar The Jazz. Das kommt dann auch rein, und im Gegensatz dann zu den anderen Teilen hier, wenn ihr was nimmt, Quicksilver, auch sehr, sehr gut, episch Serie 4 oder halt hier The Renegade oder The Momentum. Also die beiden auch. Wie schon gesagt, achtet immer darauf, dass ihr mehr Aero und mehr Grip habt. Ja, das ist mega wichtig. So, dann gehen wir zum Motor, zum letzten Teil, was wir noch reinbringen müssten. Da habt ihr auch Titan, hat ja fast jeder eigentlich schon, ist schon Serie 2 episches Teil, macht ihr nichts falsch mit. Ich benutze selber The Prodigy. Und ja, dann seht ihr jetzt 93 Leistung, 135 Aero, 134 Grip und 58 Zuverlässigkeit. Das Einzige, was hier blöd ist, ist die Zuverlässigkeit. Deshalb, wenn ich jetzt True Grit reinmache, seht ihr selber, ich gewinne ein bisschen Leistung, also ein, und dann nochmal 14 und 13 gehen dann runter, aber 49 Zuverlässigkeit, was natürlich hier dann auf 100 kommt. Ja, wie ihr seht, es kommt dann auf 100 Zuverlässigkeit, dann auf 120 Grip und 120 Aero und 94 Leistung. Das wäre aktuell für mich eigentlich so das perfekte Setup. Und darauf warte ich halt noch. Das war es eigentlich zu den Fahrern und zu den Setup. Wenn ihr bei den Fahrern, wie schon gesagt, achtet bitte immer darauf, Reifenmanagement und Spritmanagement, weil ihr müsst ja lange auf dem Track bleiben. Es bringt euch nichts, wenn ihr Überholvorgang viel habt, aber ja, dann habt ihr halt ein Problem mit dem Reifenmanagement oder sowas. Das macht dann schon viel aus. Dadurch würdet ihr dann eventuell auch das ein oder andere Rennen verlieren. Und das ist ja auch nicht schön. Ja, Leute, Grand Prix ist zu Ende. Wir haben die Belohnung abgestaubt. Die Kisten seht ihr rechts neben den Game. Und ja, wir springen jetzt mal rein. Und zwar, um einfach mal mit dem Setup zu sehen, machen wir Serie 7 jetzt erstmal fertig. Haben wir gestern schon fertig gemacht. Die Flaggen sind alle durch. Allerdings zeige ich euch mal jetzt, wie Serie 7 mit dem Setup dann mir gelingt. Und das Video geht ein bisschen länger. Wir machen heute mal ein bisschen länger. Also ich hoffe, dass ihr dran bleibt. Wenn ihr dran bleibt, bitte einen Daumen hoch und ein Abo da lassen. Am besten auch die Glocke anmachen, so verpasst ihr keine Videos von mir, die ich dann in Zukunft hochlade. Und wie gesagt, wir machen jetzt Serie 7, haben jetzt auch Montreal erwischt. Einer meiner, ich mag die Strecke absolut nicht, aber ja, müssen wir halt durch. Und dann danach machen wir eventuell auch noch ein Serie 10 Video. So, Max Verstappen, P1. Ja, da fahren wir auch mit Softs raus, Leute. Das sage ich ja auch immer. Wenn ihr überpowertes Equipment habt, fahrt bitte mit Softies. Wenn ihr mittelmäßiges Equipment habt, das heißt, ihr seid im Mittelfeld im Quali, dann springt ihr bitte von Medium und Hard. Ja, eventuell noch Soft. Also wenn ihr Siebter oder Achter im Qualifying macht, könnt ihr auch ohne Probleme auch auf Soft gehen und versuchen eventuell mit dem ersten Boost, also mit ein bisschen Pushen, den einen oder anderen Platz zu machen. Verstappen geht jetzt mal runter vom Gas. Alonso macht noch Platz 5, sehr, sehr gut. Und geht auch runter vom Gas. Und ja, wie gesagt, wenn ihr hinten qualifiziert, also hier 17, 18, 19, 20 und so weiter, da müsst ihr echt drauf achten, dann halt auf Hard rauszugehen und auf Medium auch und so lange wie möglich draußen zu bleiben, um dann einfach auch dann das gewisse Glück natürlich dann auch, braucht ihr auch dann halt im Start, damit ihr halt gut wegkommt. Aber alles mit der Ruhe. Wie gesagt, das ganze Pushen in den ersten Runden bringt an sich nicht viel, weil wir brauchen die Power ja eigentlich für den Schluss. Ja, und am Ende kann man dann trotzdem noch 2, 3 Plätze oder 4 Plätze machen. Das werden wir jetzt hier in dem Rennen mit Alonso versuchen. Halt, wir werden auch mit ihm hier 4 Runden fahren, so wie Max Verstappen genauso. Max Verstappen springt dann auf Medium und pusht dann komplett durch. Das ist auch eine Variante, womit wir fahren können. Man kann natürlich hier auch ein 3-3-2 fahren oder ein 2-3-3 mit Soft Tires. Allerdings bin ich da nicht so ein großer Fan, nicht in Montreal. Das kann man in Spanien machen, also Barcelona Circuit. Da kann man 2-3-3 fahren ohne Probleme, da kriegt man nämlich genug Abstand. Hier Montreal ist nicht so mein Ding. So, Platz 2 geht schon mal rein, so wie ihr seht. Alonso muss sich ein bisschen beeilen. Wir sehen hier Platz 2. Jetzt hinter mir Carlos Sainz mit Medium. So, jetzt Alonso geht daran vorbei. Sehr, sehr gut. So, Max Verstappen muss tanken. Den bringen wir rein. Reparieren auch. Machen eine Einbox-Strategie. Alles entspannt.
So, er kommt auch rein hier, Fernando Alonso auf Medium. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas hier mit Max. Und der kann dann eigentlich komplett, ja, der kann dann komplett durchjagen. Den hauen wir jetzt schon mal so und raus, 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 raus. Boxenstopp, 5,46 Sekunden. Perfekt eigentlich. So, er kommt jetzt rein, Fernando Alonso, und los geht's. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir noch vor ihm rauskommen. Wenn nicht, dann repariert er ja nicht. Aber er repariert, bleibt auch lange. So, und wir kommen als Achter raus, haben jetzt vor ihm, vor Fernando Alonso ist jetzt sein Charles Leclerc auf Hart. Der wird auch nicht mehr tanken, so wie es aussieht, aber ja, habt ihr gesehen, Alonso hat den mal ebenso außenrum einfach überholt. Also auf Hart in Serie 7 mit dem Setup würde ich absolut nicht fahren. Medium ja, ist vollkommen okay, aber nicht auf Hart. Ja, komm schon. So, Fernando Alonso, komm. Jawohl, sehr gut. Platz 4. Nein, hat er wieder verloren. Eieiei. Deswegen, ich bin nicht so zufrieden mit Alonso. Wie schon gesagt, ich würde mir echt Charles Leclerc wünschen. Allerdings taucht er bei mir nicht in den Shop auf. Ich hatte gestern Lewis Hamilton drin, aber den hole ich mir nicht. Wie schon gesagt, ich mag den nicht so. Hab den Serie 11 selten. Gefällt mir aber nicht so ganz. So, wir haben jetzt vor uns, haben wir jetzt 2 auf Hart. Der eine ist 6 Sekunden von uns entfernt, 5 Sekunden. Könnten wir eventuell sogar noch schaffen mit Fernando. 4 Runden könnte er eigentlich auch fahren, aber nicht auf voll. Wir müssen jetzt leider runter vom Gas, sonst schaffen wir das ja nicht. Hier auf der Geraden muss ich mal kurz runter. Kann dann erstmal nach Start und Ziel wieder beschleunigen. Beschleunigen auch wieder mal ein bisschen mit Max. Aber gewonnen haben wir es. Top 5, Qualifikation Platz 1. Ich hätte natürlich auch mit Alonso eine 3-3-2 fahren können und das hätte sich vielleicht ein bisschen besser für mich ausgewirkt, aber das bezweifle ich, weil Alonso ist halt noch nicht, ich brauche noch das ein oder andere Teil, um dann halt auch wirklich P1 und P2 zu fahren. Hier. Oder halt Charles Leclerc Serie 12. Dann hätte ich das auch. Aber ihr seht ja, entspannt, ja, sehr entspannt das Rennen gewonnen. Und ja, wir springen jetzt einfach mal zu einem Serie 10 Rennen. So, da sind wir wieder. Serie 10, gleiches Setup, gleiche Fahrer. Ja, wie wir schon gesehen haben davor, haben wir Position 1 im Quali gehabt und Position 5 oder 6, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall 5 oder 6. Und ja, jetzt fahren wir Serie 10 mit dem gleichen Setup, mit den gleichen Fahrern und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Serie 10 ist auf jeden Fall schwer. Da bin ich jetzt auch noch dran, mich da schön hochzuarbeiten, damit ich Serie 11 dann halt freischalten kann. Und ja, in Serie 10, wenn ihr da sein solltet, Leute, und habt halt nicht das Equipment für die Serie, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als lang zu gehen. Wir gehen mit Max auf Hard, fahren eine Einbox-Strategie und mit Alonso fahren wir auch eine Einbox-Strategie. Beide kommen auf Hard, beide werden gewechselt in der 4. Runde und ja, das war's. Mehr kann man da nicht machen. Eine 3-3-2 ist tödlich hier, weil werden wir jetzt bei dem Gegner sehen, bei Lewis Hamilton, er ist auf Softs reingekommen. Er muss so gesehen ab der 2. oder 3. Runde tanken und muss dann auch wieder ab der 5. oder ab der 6. Runde tanken. So, und das kostet einfach zu viel Zeit. So, wir beschleunigen, also wir pushen bis zur 4. Kurve. 1 haben wir durch, 2, 3, so und jetzt hier die 4. und dann machen wir halblang. So, gehen wir zurück. So, ihr seht auch Alonso auf Harten.
bleibt da hinten auch erstmal. Also uns bleibt ja nichts anderes übrig, außer als lang zu gehen. Ja? Das ist halt auch hier in Italien, hier Monza, der Circuit, der ist ja auch total ätzend eigentlich. So, versuchen wir schön Position zu halten. Bloß keine Position verlieren, das wäre natürlich auch doof. Ja, 15 und 24. Alonso kann keine Position verlieren. Ha, da müssen wir jetzt einfach durch. Müssen auch ein bisschen mit dem beschleunigen, damit wir dann, sonst wird der Gap einfach zu groß. So, da kommt schon der erste rein, der erste Ferrari kommt rein. Müssten wir auch schaffen hier mit Max. Nein? Oh, doch, schaffen wir. So, weg. So, und da seht ihr, Hamilton von ihm kommt jetzt rein. So, wir überholen ihn. Ganz entspannt, haben noch genug Reifenmanagement, haben auch noch genug Zuverlässigkeit. Also alles ist wunderbar. Es bringt wirklich halt nichts in Serie 10 mit meinem Setup aktuell, mit unserem Setup, was wir haben, mit den Teampunkten von knapp 1100, bringt es einfach nichts, auf Softs rauszugehen und hier zu pushen und wirklich einfach dieses ja, ich gehe jetzt nach vorne. Nein, das wird nicht passieren. Das ist nämlich das Problem. Das passiert einfach nicht. So, da sieht man, schaut euch mal jetzt an, wo Max Verstappen ist. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und Alonso jetzt auch schön auf 13, so muss das sein. So, beide kommen jetzt rein, versuchen jetzt mit Max ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen pushen. Und die kommen beide rein und das Auto wird auch repariert. So, gehen wir vom Gas. Hier gehen wir ein bisschen auf dem Gas. So, wunderbar. So, Max Verstappen muss sich beeilen, reinzukommen. Sieht auch alles sehr, sehr gut aus hier. Gucken wir uns jetzt mal an, die Boxengasse hier. So, Boxenstopp. Die sind da dran. Alonso fährt gerade um die Ecke. So, kommt jetzt rein. Und perfekt. Einfach perfekt. So, beide wieder raus. Ein bisschen boosten wieder bis zur 4. Kurve. Danach wieder runter vom Gas. Und versuchen so gut wie möglich die Position zu halten, weil die Jungs vor mir, die müssen alle pitten. Alle. Komplett. So. Runter vom Gas. Und auch hier runter vom Gas. Ja, sagt mal Bescheid, ob es bei euch auch so gut läuft. Ich hoffe, dass ich mit meinen Strategien euch ein bisschen helfen kann, so dass es auch für euch besser einfach funktioniert und einfach auch angenehmer ist. So, beide sind durchgekommen, das sieht sehr, sehr gut aus hier. Ja, und schreibt mir mal unten in die Kommentare, Leute, schreibt unten in die Kommentare. Ich hoffe auch, dass das Video, wenn ihr bis zum Ende da bleibt, so wie jetzt, hoffe ich, dass das auch 10 Likes kriegt. Das wäre super. Immer schön Daumen hoch und immer schön dranbleiben. Wie gesagt, Glocke aktivieren, so verpasst ihr auch keine Videos von mir. Ich werde da fleißig posten. Ich werde fleißig Videos für euch drehen, damit ihr dann auch in den nächsten Serien, wenn ihr dann da seid, dass ihr dann auch ein paar Tipps haben könnt hier von meinem Channel, damit es einfach leichter wird für alle hier. So, ja, Platz 12 und Platz 18 ist nicht wie in Serie 7. Das dauert auch noch. Dafür brauche ich auf jeden Fall dann auch die neuen Bremsen und den neuen Motor, damit ich dann auch auf über 120 Power komme und 130 Grip und alles, was ich dafür brauche. Diese Teile müssen dann natürlich auch gepusht werden. Also sie müssen dann abgegradet werden und das wird auf jeden Fall ein Akt. Aber bleibt dran, Leute. Wenn ihr hier den Channel abonniert, dann werdet ihr definitiv diese Teile in naher Zukunft sehen. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr... Oh, haben wir noch geschafft, 16. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überrascht über die neue Saison. Ich finde das ziemlich geil, bin ich ehrlich. Dass das Equip aus Serie 12 halt einfach so extrem stark ist. Und sobald man so ein Teil hat, da kann man die ganzen anderen eigentlich vergessen. Ja, die ganzen blauen Teile, die wir zum Beispiel haben, die kommen nicht mal ansatzweise da dran. Also selbst auf Max, das bringt ja nichts. Da fehlt ja trotzdem noch Aero überall und Grip und Leistung. Und das ist ja eigentlich so das Wichtigste, was wir brauchen. Wir brauchen ja eigentlich auch Power. Ne? Oben in der Serie 12 kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir dann später mit über 150 Power da rumfahren. Und so muss das auch sein. Wenn nicht 150, dann sind es 140, was ja auch schon genug ist. Leute, ich hoffe,
das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen, wie gesagt, und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.